Welche Geheimtipps hast du, die du mit uns teilen kannst? Geheimtipp? Der Immobilien-Experten-Talk. Sind wir in einem Aufstieg des Immobilienstandorts Stuttgarts oder eher im Abstieg? Was würdest du sagen? Aktuell ist es eher so linear gleichbleibend, würde ich sagen. Es geht gerade nicht hoch, runter, so lala. Natürlich haben hier auch die Verkäufer zu kämpfen mit den Immobilien, ne, also die sie an den Mann bringen wollen. Ich habe ein Beispiel, kam erst vor 3 Wochen jemand auf mich zu, der wollte mir seine 4-Zimmer-Wohnung 130 Quadratmeter in Stuttgart West verkaufen für 800.000 Euro. Und dann habe ich mir das angeguckt gehabt, dann habe ich gemerkt, okay, da musst du nochmal locker 70.000, 80.000 Euro reinstecken, weil das einfach in einem katastrophalen Zustand ist, die Wohnung. Dann habe ich ihm gesagt, lieber Herr, also hier müssen Sie mal locker einige 100.000 Euro runtergehen. Ja. Auch wenn das eine 130 Quadratmeter Wohnung ist in Stuttgart West, aber sorry, die kriegst du jetzt für 800.000 kriegst du auf jeden Fall nicht weg. Und ich selber bin ja auch in ganz Baden-Württemberg unterwegs, weil Stuttgart eben einfach, also zumindest was Kapitalanlage, Immobilien angeht, nicht wirklich attraktiv ist. Okay, spannend. Also du sagst, Stuttgart als Kapitalanlage kannst du eigentlich vergessen. Aktuell noch ja. Jahre zuvor auch, außer du hast wirklich einen guten Schnapp gemacht mit einem Immobilienpreis, der ordentlich unter Wert war, so dass die Rendite dann wieder nach oben geht von den Mieteinnahmen. Aber ansonsten hast du ja hier so 2,5% Rendite gehabt und da kannst du keine wirklichen Sprünge machen. Ne? Und es ist immer noch renditetechnisch nicht wirklich der Hit. Also du bist immer noch. Was glaubst du, wo stehen wir da aktuell? Ich würde sagen, also auch zwischen 2,5 bis 3%, wenn überhaupt. Immer noch, trotz der Zinsen von. Ja. Okay, das ist ja Wahnsinn, so eine Immobilie dann zu kaufen. Ja. Und deswegen gehen wir jetzt eher raus aus Stuttgart, bleiben aber trotzdem in Baden-Württemberg, weil für mich so Baden-Württemberg und Bayern sind so die kaufkräftigsten Regionen in Deutschland, also Bundesländer. Ja. Ich sag, bevor Baden-Württemberg und Bayern abschmiert, schmieren die anderen Bundesländer noch eher ab. Gehen wir so eher komplett Baden-Württemberg an und machen aber viel so Richtung Konstanz runter, also von Stuttgart aus gesehen. Weil da hast du echt ein paar interessante Standorte, in die du investieren kannst, wo auch noch Wachstumspotenzial ist, wo renditetechnisch attraktiv ist und wo auch zur jetzigen Zeit du tolle Objekte findest, wo sich es auch lohnt, sag ich mal. Ja. Liegt es auch daran, dass generell Stuttgart als Standort wahrscheinlich in der Zukunft eher einen Nachteil haben wird, insbesondere mit dem Blick auf die ganze Elektroautoindustrie, die sich ja zunehmend mehr Richtung Sachsen orientiert, dass wir dann auch in Stuttgart sehen werden, dass halt mehr Leute mit abwandern und dementsprechend das ja auch eine Auswirkung auf die wirtschaftliche Kraft und im langen Arm auch auf die Immobilien haben wird? Also ich glaube, so eine krasse Abwanderung wird es jetzt hier nicht geben. Also wir sind ja trotzdem eine Großstadt, also die Landeshauptstadt Baden-Württemberg, hat ein gewisses Standing. Klar, Autostadt, keine Frage, wir haben hier noch ganz viel anderes an Industrie. Wir haben hier Mahle, Bosch, ganz, ganz viele andere Firmen, die hier ansässig sind, große Firmen, viel Industrie. Auto ist ein Teil, aber du hast ja noch die ganzen Zulieferer und noch vieles, vieles anderes, wo jetzt einen großen Teil davon ausmachen, ob Stuttgart ein attraktiver Standort ist oder nicht. Universitäten ohne Ende. Ja. Ne? Also auch das ist ein Punkt. Von daher würde ich jetzt nicht glauben, dass es jetzt hier irgendwie so total abschwächeln wird. Da sehe ich eher so das Problem bei München und Frankfurt, die wirklich so schon mehrfach in verschiedenen renommierten Blättern gesagt wurde, dass die Immobilienblasengefahr in den beiden Städten ganz gewaltig ist. Okay. Ja. Du hast gesagt, also Stuttgart ist gar nicht mehr so dein Kernfokus, sondern eher ganz Baden-Württemberg. Welche Städte nimmst du denn da mit rein? Also wir gehen ganz viel runter, die Autobahn Richtung Konstanz, ne, so die A81 gehen wir da runter und da so die Städte links und rechts davon gibt's ganz attraktive Orte, so Rottweil, Albstadt, Balingen, Tuttlingen, Trossingen, Villingen, Schwenningen. Konstanz selber, Konstanz, also um den Bodensee herum ist natürlich besonders attraktiv, weil du halt da ganz viel Lebensqualität hast. Schweizer Grenze, ne, ist für Grenzgänger ganz geil. Ja. Wenn die zum Beispiel in Deutschland leben, also unten am Bodensee und in der Schweiz arbeiten, weil dann haben die halt ein Schweizer Gehalt zu deutschen Lebenshaltungskosten, ist nicht ganz so verkehrt. Ja. Haben wir auch einige Kunden, die das machen, wo ich dann die Haushaltsrechnungen gesehen habe und dachte, okay, doppeltes Gehalt ungefähr wie in Deutschland, aber die Lebenshaltungskosten von hier. Also wir machen viel da Richtung dort runter, weil ich da auch ganz viele Objektlieferanten habe, mit denen ich arbeite zusammen. Also 2, 3 Stück, mit denen ich da arbeite, die ein großes Netzwerk an Eigentümern und Verkäufern haben,
die viele Objekte im Bestand haben und da immer wieder was abgestoßen wird. Das ist sehr spannend, von jemandem zu hören, der selber auch in Stuttgart wohnt und arbeitet. Ja. Dass du selber gar nicht in deinem eigenen Markt, also in deiner eigenen Stadt unterwegs bist, sondern eher Städte, die typischerweise bei Immobilienkäufern eigentlich unbekannt sind. Ja. Wenn du auf die ganze Deutschlandkarte mitschaust. Ja. Deswegen, wenn ich dich jetzt schon hier habe, interessiert mich natürlich. Du hast gesagt, Stuttgart 2,5, 3, aktuell vielleicht auch 3,5%. Nee, also 3,5. Stuttgart, genau. Ja. So, jetzt die Frage, wenn wir jetzt in die Orte gucken, wo du unterwegs bist. Da gehst du schon eher so in Richtung 4,5 bis 5% Rendite. Ja, da wird's dann eher attraktiver, wo du sagst, hey, da sind Renditen, mit denen kannst du arbeiten, 4,5, 5, 5,5 auch teilweise von den Renditen her, was ja dann auch Sinn macht, weil bis vor einem Jahr war das vielleicht noch okay, aber auch nicht ganz okay da, in Stuttgart zu investieren, wenn du halt einen Zins von 0,8 hattest und eine Tilgung von 2%, dann bist du irgendwo, sag ich mal, gleich auf gewesen, ne? Was Annuität und Rendite angeht, ja, Mieteinnahmen, was ja jetzt nicht der Fall ist. Wenn du jetzt bei 2,5% Rendite bist, gegenüber steht aber 6,5% Annuität, dann hast du ja eine Zuzahlung monatlich, die ist ja abartig. Ja. Also kaum tragbar für die meisten. Ja, aber also was ich noch nicht ganz verstanden habe, was macht diese Standorte so attraktiv für dich als Immobilienkäufer, um da zu investieren? Normalerweise würdest du ja sagen, ich investiere in eine Stadt, wo ich auch glaube, dass in den nächsten 10 Jahren Zuwachs kommen wird, weil das sorgt dafür, dass Mieten steigen, die Kaufpreise der entsprechenden Renditen haben. Ist es so? Also gibt es da diese Trends? Gar nicht, hast du die Frage gerade selber beantwortet. Okay. Ja. Gut. Also es ist tatsächlich so, dass wir da natürlich viel geschaut haben, viel recherchiert haben und zu gucken, wie ist so die Attraktivität der Standorte die letzten 10 Jahre, was wird so die nächsten 10 Jahre prognostiziert. Und deswegen sagen wir als Kapitalanleger eigentlich top. Okay. Also ich habe schon gehört, der Schweizer macht einen großen Unterschied. Was für Trends gibt es da in den Regionen noch, die dazu führen, dass es attraktiver wird? Infrastruktur, Zuzug, was ist da geplant, wie werden die Standorte attraktiver gestaltet? Wir haben auch ganz viele Schweizer Kunden, witzigerweise. Wir haben ganz viele Schweizer, die Objekte in Deutschland kaufen wollen. Das ist auch ein ganz interessanter Trend, weil wir verhältnismäßig für die noch sehr günstig sind. Ja, also ja gut, ich sag mal, die 800.000 in Deutschland sind wahrscheinlich 1,6, 2 Millionen in der Schweiz, ne? Ja, du wirst lachen. Ich habe von einem Makler ein Objekt angeboten bekommen, eine 95 Quadratmeter Wohnung für 1,6 Millionen. Hier in Deutschland? Nein, oder in der Schweiz. Okay. Ja. Das ist ja ein Spitzenpreis. Ja, und da ist es so, dass wenn ich dann dem einen oder anderen Schweizer sage, hey, du kriegst hier eine Wohnung in den Orten, wo ich jetzt gesagt habe, so für 300.000 zum Beispiel, so sagte, ja, kein Problem, machen wir. Tut nicht weh. Ja. Okay. Und ist es so, dass die Schweizer dann auch sehr stark auf die Standorte gucken, die dann grenznah sind, weil man vielleicht auch mal schnell hinfahren kann? Ja, die kennen die Orte. Das ist das Witzige, weil es ja alles so Richtung Schweiz ist, so die Orte, die ich dir genannt habe. Kennen die Orte eigentlich schon ganz gut und sind dann auch so tiefenentspannt. Okay. Ne? Weil, kann man mal schnell rüberfahren, einkaufen und wieder zurück. Kann man rüberfahren, einkaufen. Und was halt für die Schweizer besonders interessant ist, so, die müssen ja drüben 20 bis 30% EK in die Finanzierung mit einbringen. Also bei denen gibt's keine 100% Finanzierung. Ja. Und ich oder beziehungsweise respektive mein Geschäftspartner kann die halt alle noch zu 100% finanzieren. Verkehrswert, ne? Also nicht Beleihungswert. Ja. Ohne Probleme, die müssen halt nur die Kaufnebenkosten bringen, logischerweise. Was mich natürlich interessiert, du hast vorhin ein paar Orte genannt. Was würdest du denn sagen, ist der interessanteste Ort von all denen? Villingen-Schwenningen. Okay. Ja, weil die sind kurz davor, eine Großstadt zu werden. Also ab wann wird eine Stadt eine Großstadt? Ab 100.000 Einwohnern. Und die sind so, es geht immer weiter nach oben. Die sind jetzt bei 94.000 Einwohnern. Und es geht sukzessive nach oben. Und wenn die dann die 100.000er Marke knacken, dann werden sie eine Großstadt. Und wenn sie dann eine Großstadt werden, allein schon aus dem genannten Grund wird dann so die Attraktivität steigern. Die Quadratmeterpreise werden hochgehen, die Mietpreise werden hochgehen. Ja. Eins führt zum anderen und ist natürlich für einen Anleger, der davor schon investiert hat oder investiert war, nicht so unerheblich interessant. Ja. Wenn da jetzt sehr viel Zuzug ist, vermute ich auch, dass sicherlich sehr viele Neubauten in den letzten Jahren dann dort gebaut worden sind. Ja. Kannst du sagen, wie unterschiedlich Neubau gegenüber Bestandsbau ist in Form der Renditen? Also ist der Bestandsbau höher von den Renditen? Ist es andersrum? Bestand ist höher von den Renditen. Zumal ja jetzt auch sowieso. Also ich kenne ja viele Bauträger, die im Neubau sind, die haben ja alle ein massives Problem, dass sie Projekte, die in der Planung waren, komplett alle gestoppt haben und auf Bestand rübergesprungen sind, weil die einfach sagen, sie können nicht kalkulieren. Also weil ein Neubauprojekt geht ja so 2 Jahre ungefähr, ja, von Spatenstich bis dann alles ready ist so, wenn alles glatt läuft.
Und du kannst jetzt aktuell nicht planen. Also du kannst nicht mehr wie davor sagen, hey, ich habe jetzt Materialeinsatz X, Personeneinsatz Y, Verkaufspreis, den man erzielen kann, und das ist so unsere Marge, weil die Preise aktuell sind ja so wild, was auch die ganzen Baustoffe angeht. Ja. Und auch die Handwerker werden ja immer teurer, ne? Dass du gar nicht mehr planen kannst. Und was bringt dir das jetzt 2 Jahre zu bauen? Sehr viel Zeit, Nerven und Geld zu investieren, wenn am Ende des Tages dann auf einmal nichts mehr hängen bleibt. Ja? Die Marge wirklich so lachhaft ist, dass sich diese 2 Jahre Arbeitszeit gar nicht lohnt. Deswegen springen gerade viele Bauträger auf Bestandsimmobilien um. Die werden dann energetisch saniert? Genau. Okay. Ja. Was mich noch interessieren würde, ist, also es klingt sehr gut, der Standort. Welche Risiken siehst du denn, die es gegebenenfalls sogar auch gefährlich machen können, dort zu investieren? Wenn du überhaupt welche siehst. Ich sehe keine Risiken da aktuell. Weil du hast, der Markt ist noch dort sehr entspannt. Das ist doch alles relativ human. Die Mietpreise sind human, die Quadratmeterpreise sind human. Du siehst immer so sukzessive, die letzten Jahre geht's nach oben, kontinuierlich so, aber in einem entspannten Umfeld und jetzt nicht so in so einem überhitzten Umfeld wie jetzt hier zum Beispiel jetzt oder in Frankfurt oder in München. Ja. Wobei, ich glaube, eine Gefahr kann schon sein, dass wenn ein Projektentwickler dort Neubauten plant und aktuell baut und dann feststellt, ich werde die Marge nicht mehr erzielen können, weil ich es am Ende für den entsprechenden Preis nicht loswerde, gibt es da schon das Risiko. Also für den Bauträger selber definitiv. Ja. Für ihn kann es natürlich, also wer jetzt natürlich hergeht und sagt, hey, ich baue jetzt hier neu und nehme die ganzen Risiken in Kauf und mache hier einen auf All-In und guck mal, was passiert, kann so oder so ausgehen. Ja. Also schon, da musst du sehr mutig sein. Ja. Sehr gut. Zum Abschluss, nachdem wir schon sehr viele Insights von dir bekommen haben, würde mich natürlich interessieren, welche Geheimtipps hast du, die du mit uns teilen kannst? Geheimtipps? Geheimtipps im Prinzip also wenn du in Orte investierst als Kapitalanleger, ist wirklich A und O, und darüber spreche ich auch in meinem Kurs, der Anfang nächsten Monat rauskommen wird, ist einfach nur wirklich ganz viel Recherche zu betreiben. Also vor allem für Kapitalanleger haben Emotionen nichts verloren. Ja. Kapitalanlagenkauf, du ziehst ja nicht selber in das Objekt ein. Ja. Da kann es dir scheißegal sein, ob der Balkon links oder rechts ist, ob die Sonne von Norden oder Osten einstrahlt oder keine Ahnung. Da geht es wirklich nur um Zahlen, Daten, Fakten, und da musst du einfach nur ganz viel Recherchearbeit betreiben, ganz viel online recherchieren, auch vor Ort bei den verschiedenen Kommunen, bei den Ämtern gucken, was ist geplant, Bebauungspläne für die nächsten Jahre. Viele Projekte, die werden ja auch jahrelang im Vorfeld geplant. Ne? Also ob da jetzt irgendwo ein Einkaufszentrum hinkommt, ein neuer Bahnhof oder etc. Das sind ja alle Indizien dafür, dass ja ein Standort attraktiver wird. Ja. Und wenn du das schon im Vorfeld weißt, dann kannst du natürlich deine Rückschlüsse draus ziehen und dementsprechend dann in solche Orte investieren. Ja. Fallen sind natürlich, was ich ganz oft erlebe in den letzten Jahren, dass natürlich mit irgendwelchen Objekten in verschiedenen Orten propagiert wird, wo gesagt wird, ja, so 6, 7, 8% Zinsen und keine Ahnung. Und dann musst du natürlich dich immer fragen, wenn du halt so hohe Renditen hast, bei irgendwelchen Orten, warum sind die Renditen so hoch? Ne? Also da musst du mal die Gier ausschalten, weil wir Menschen haben ja das grundsätzliche Problem, wenn dann irgendwelche Zahlen uns um die Ohren geschmissen werden, wir gleich so irgendwie Luftschlösser ausgemalt werden. Das sind ja so unsere Urinstinkte, die da geweckt werden, aber mal hinterfragen. Warum haben diese Orte auf einmal so hohe, warum haben die so hohe Renditen? Welche Gefahren hast du da? Es gibt natürlich, eine Zeit lang war ja Immobilien im Osten, war ja der Run hoch 10, weil die Pricings halt unheimlich niedrig waren. Aber was hast du da halt für eine Gefahr? Eine Gefahr ist zum Beispiel ein hohes Leerstandsrisiko. Ja, weil was bringt dir die günstige Immobilie, die du schießt, wo du vielleicht irgendwie von 12 Monaten im Jahr 3 Monate Vermietung hast und dann vielleicht von der Wertstabilität nicht mal gleichbleibend ist, sondern vom Wert abnimmt, dann ist der günstige Preis halt nicht alles. Ja. Ne? Also da muss man schon abwägen. Ja. Vielen Dank für deine Insights. Es hat mich sehr gefreut, dich begrüßen zu dürfen und auch bei dir vorbeizuschauen. Danke für die Einladung. Ich würde sagen, wir quatschen einfach in ein paar Monaten nochmal und schauen, wo wir dann stehen. Wo der Markt sich hinbewegt, ja. Genau. Dir viel Erfolg. Dankeschön. Dir und auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Dankeschön. Das war der Immobilien-Experten-Talk. Heute bei Immotommy. Wir haben gelernt im zweiten Teil, dass der Standort Stuttgart als Immobilienstandort nicht mehr die Attraktivität vorweist, die es sicherlich vor vielen Jahren mal hatte. Es aber durchaus in Baden-Württemberg noch Standorte gibt, die eine deutlich höhere Rendite versprechen. Und wenn du Fragen hast, melde dich gerne jederzeit und wir werden weitere Themen und Experten-Talks hier auf dem Kanal auch mit zur Verfügung stellen.